Meinungsverschiedenheiten gehören einfach dazu, ob bei der Arbeit, in der Familie oder unter Freunden. Wie du deinen Standpunkt vertreten kannst, selbstbewusst sprechen kannst, dich behaupten kannst, ohne dass es im Streit endet, dazu habe ich 5 wirkungsvolle Tipps für dich. Hallo, ganz herzlich willkommen in meinem Kanal. Ich bin Nicole Krieger, ich bin Moderatorin, zertifizierte Kommunikationstrainerin und ich leite die Moderatorenschule Baden-Württemberg in Karlsruhe. Ich habe aktuell eine Meinungsverschiedenheit und zwar mit einem Geschäftspartner. Er hat von mir etwas kaputt gemacht und ich habe darauf gesagt, ich hätte ganz gerne den Gegenstand erstattet. Und was hat er gesagt? Kommt gar nicht in Frage. Allenfalls ein bisschen was bezahle ich davon. Und schon war der Konflikt da. Das ist nur ein Beispiel von vielen Konflikten, die wir jeden Tag im Alltag haben können. Es kann genauso gut zu Hause die Diskussion um die Aufteilung der Care-Arbeit sein, also wer betreut die Kinder, wie viele und wer macht den Haushalt. Es kann aber genauso gut eine Meinungsverschiedenheit im Job sein. Ihr seid gemeinsam in einem Projekt, aber habt unterschiedliche Ansätze, wie das Projekt jetzt erfolgreich durchzuführen ist. Und da prallen die Meinungen aufeinander und es droht ein Streit aufzuziehen. Damit es so weit nicht kommt, möchte ich dir hier einmal 5 Tipps geben, wie du mit so einer Meinungsverschiedenheit umgehen kannst, so dass ihr wirklich positiv auseinandergeht und so dass ihr euch jederzeit begegnen könnt und gut miteinander reden könnt. Mein erster Tipp in dieser Situation ist, das Gespräch zu suchen. Was nützt es dir, wenn ihr euch aus dem Weg geht und nicht darüber sprecht? Dann wird dieses Problem, dieser Konflikt, diese Meinungsverschiedenheit nicht gelöst werden. Du hast bei jeder Begegnung so etwas wie den Elefanten im Raum. Also jeder weiß, was ist, aber keiner spricht drüber. Keine gute Situation. Ich bin dafür, ins Gespräch zu gehen und keine Angst vor der Konfrontation zu haben. Das heißt, ich würde hier ganz gezielt das Gespräch suchen. Das heißt, du kannst deinen Partner oder deine Partnerin auch darauf ansprechen und sagen, lass uns bitte XY noch einmal ganz in Ruhe besprechen. Oder meinen Geschäftspartner kann ich natürlich auch schriftlich bitten um ein Gespräch, um den Austausch der Argumente und den Konflikt beizulegen. Bevor du dann in das Gespräch gehst, ist es natürlich wichtig, dass du deinen Standpunkt ganz genau kennst und auch deine Argumente. Und hier ist es ganz ratsam, auch einmal die Fakten zusammenzutragen. Also auf der Sachebene zu gucken, Beispiel Care-Arbeit, was mache ich genau? Was machst du genau? Wie viel Zeit geht dafür drauf? Und das einmal sauber und ordentlich zusammenzutragen und vielleicht auch einmal aufzuschreiben. Wenn du deinen Standpunkt und deine Argumente genau kennst, dann bist du nämlich selbstbewusster und klarer im Gespräch. Überlege dir vor dem Gespräch auch sehr genau, welche Gegenargumente dein Gesprächspartner ins Spiel bringt. Was wird er also dir entgegnen? Und hier kommt auch schon mein nächster Tipp. Höre gut zu und respektiere auch die Perspektive des anderen. Und das kannst du über aktives Zuhören machen, indem du zugewandt bist und indem du wirklich verstehen möchtest, was der andere dir sagt. Und wenn du ein verstehe in das Gespräch hineinbringst, dann signalisierst du, ich bin auch wirklich an deiner Meinung interessiert. Denn ich glaube, und davon bin ich fest überzeugt, dass wir am Ende zu einer Lösung nur kommen, wenn wir auch die Bedürfnisse und die Perspektive des anderen respektieren. Mein nächster Tipp ist, dass du fokussiert bleibst und ruhig und gelassen. Fokussiert, damit meine ich, dass du dein Ziel nicht aus den Augen verlierst. Du weißt, was du in diesem Gespräch erreichen möchtest. In meinem Fall die Meinungsverschiedenheit zwischen mir und dem Geschäftspartner. Mein Ziel ist also, dass ich diesen Gegenstand ersetzt bekomme, und zwar vollständig, und dass ich hinterher noch eine gute Geschäftsbeziehung mit meinem Geschäftspartner habe. Wenn ich also in dieses
Gespräch hineingehe, wo wir unterschiedlicher Meinungen sind, dann behalte ich genau dieses Ziel immer im Auge. Und ich bemühe mich natürlich da, immer auch ruhig und konzentriert zu bleiben und eben nicht auf meinem Standpunkt zu beharren und immer schneller und lauter zu sprechen, sondern ich bleibe ruhig und ich verstehe, was der andere mir sagen möchte und bleibe trotzdem gleichzeitig bei mir. Und manchmal kommt es in solchen Gesprächen vor, dass der andere provoziert oder möglicherweise auch die Kontenance verliert. Darauf lasse ich mich gar nicht ein. Und das kannst du, wenn du in so einer Situation bist, erreichen, indem du immer ganz bei dir bleibst und eben immer in dich hineinspürst, was will ich, was ist mein Ziel. Die Emotion und die Hitzigkeit des anderen sind nicht dein Problem, die lässt du beim anderen. Und diese Ruhe, die sollte sich natürlich auch in deiner Körpersprache ausdrücken. Also so Zeigefinger oder erhobene Hand, das kommt nie so gut an in Meinungsverschiedenheiten oder Streitgesprächen, weil das provoziert natürlich umso mehr und damit gibst du auch Druck in das Gespräch und genau das möchtest du ja nicht. Du möchtest ja zu einem einvernehmlichen Ergebnis kommen und zu einem gemeinsamen Ergebnis und da musst du einfach Druck rausnehmen. Natürlich möchtest du gern deinen Standpunkt durchsetzen und du möchtest dich behaupten mit deinen Argumenten in solch einem Gespräch. Und gleichzeitig kann es sein, dass die Gegenseite auch sehr starke Argumente hat und auch sehr gut argumentiert und es könnte zu einer Pattsituation kommen. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist Stillstand, dass ihr irgendwie nicht weiterkommt und auch noch so auseinandergeht. Deshalb lautet mein nächster Tipp, suche nach Kompromissen. Also schau, worauf könnt ihr euch einigen? Also wie kommst du ein bisschen entgegen? Wie kommt dein Gesprächspartner ein bisschen entgegen? Was könnte denn eine gemeinsame Lösung sein, aus der ihr beide mit erhobenem Haupt hinausgeht? Und hier kannst du dir 3 Fragen stellen. Was ist mein Ziel? Was brauche ich unbedingt? Und womit kann ich leben? Also wovon kann ich mich verabschieden? Die Suche nach einem Kompromiss ist immer ein Nehmen und Geben. Und am Ende geht es darum, dass es eine Win-Win-Situation ist, mit der ihr beide leben könnt, sodass ihr euch hinterher noch begegnen könnt, gut miteinander sprechen könnt und irgendwann ist diese Meinungsverschiedenheit, dieser Konflikt dann auch wieder vergessen.